Wir machen jetzt erstmal das Gildenthema, dass wir wenigstens einen von den Sachen, die wir heute geplant haben, auch noch machen. Okay. Wir gehen erstmal, wir machen jetzt Gilde, okay? Gilde. Also, wir machen jetzt Gilde. Ich erkläre ein bisschen was zum Formular und sowas, ja, weil es soll nicht falsch rüberkommen und so. Und es ist ja auch eine Community-Gilde und so, aber wir versuchen das dieses Jahr natürlich auch strukturierter zu machen als die letzten Jahre. Ne? Viele, die verfolgt haben oder mit dabei waren, wissen auch warum und so. Es hat dann bei vielen Sachen nicht gut geklappt. Es wurde dann oft sich dann sozusagen beschwert, ob es jetzt nun berichtigt war oder halt nicht, so, dass halt bestimmte Sachen nicht gut waren. Ja, oft wurde dann von Leuten, die sich beschwert haben, warum haben wir kein Gildenhaus und keine Gildenhaus-NPCs und da wird nichts gemacht. Und dann gucke ich bei den Leuten in der Gilde, in den Gilden, wie viel die dann an Beteiligungen gezahlt haben, an Penner gezahlt haben, an Questies bezahlt haben, um Sachen möglich zu machen. Ja, natürlich die am lautesten geschrien haben, haben natürlich auch nichts gespendet. So, wo soll es herkommen? Ist zwar eine Community-Sache, so, also eine Community-Gilde und ich weiß nicht, ich habe halt meine Sicht als Streamer und Gesicht der Gilde, sehe ich mich aber auch nicht dazu, dass ich alles persönlich aus meiner Tasche halt bezahlen werde und das werde ich halt auch nicht machen, so, dass ich halt die ganzen Level-Ups, die irgendwann 20, 30, 40, 50 Millionen pro Level schlucken, alles selber bezahle und dann noch ein Gildenhaus bezahle und dann noch die Gilden-NPCs bezahle. Und deswegen muss das halt mit den Spenden und sowas zum Beispiel alles klappen, dass das auf regelmäßige Basis, wenn er beim Leveln wart und da sind 15 Mio bei rumgekommen, einmal im Tag, ja, nach 3-4 Levelstunden, dass halt einfach mal 5 Mio in ein Gildenhaus einfach mal reingeschmissen werden, so, also in eine Gildenbank meine ich damit. So, und wenn das jeder macht, ne, wir reden nicht von Unsummen und nicht irgendjemand muss was alleine sponsoren, das ist eigentlich, wenn jeder sich ordentlich daran beteiligt, überhaupt nicht notwendig. Genau, dass halt bestimmte Sachen einfach sich selbst finanzieren, so, ne? Die Level-Ups der Gilde, die sind halt irgendwann wirklich sehr teuer, ne? Da gehen halt einfach mal 50 Mio halt einfach mal weg. Aber dann halt auch Gildenhaus, Gilden-NPCs, ja. Die Upgrade-Chancen wollen wir vielleicht alle haben, gerade wenn dann Schmuck-Upgrade-Event ist, wenn am Wochenende Piercing-Upgrade-Event ist, gibt es Gildenhaus-NPCs, die kosten halt ein bisschen was an F-Coins, ne? Kann man aber halt alles kaufen und muss auch keiner irgendwie sponsoren, ja. Das ist hier NPC, Gildenschiff, FP-Konsum brauchen wir nicht und sowas. Aber theoretisch hat man 14 Tage in ein Gildenhaus, in ein Gildenschiff. Und ich meine, 10% mehr HP gibt es für 700 F-Coins, ist ein bisschen was. Aber wenn jeder sich dran hält, kann man sich das halt eben leisten. So, ne? Dann kann man sich das kaufen. Und dann haben wir alle für Giant Hunting, für Red Meteonica, für Kriton 10% mehr HP. Macht es manchmal halt aus, dass man dann doch nicht stirbt. Im PvP-Schaden brauchen wir jetzt denn nicht. Aber es gibt ja noch so eine Sachen wie ja, Crit Resist, vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ja, Piercing Upgrade Chance, Accessory Upgrade Chance, gerade wenn Schmuck Upgrade Event ist, da nochmal 3% nochmal mit oben drauf zu haben. Nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Auch Waffen und Armor Upgrade Chance und sowas kann man sich hier alles dann kaufen für Gildenship und ich denke, das ist eine coole Sache, die dann auch irgendwo wieder hilft, ja, vielleicht ein paar hunderte F-Coins zu sparen, weil von 19 auf plus 20 das Schmuckteil oder von plus 15 auf plus 16 dann doch irgendwie früher reingekickt ist, ne? Und daher dann, ja, haben wir halt einfach so ein paar Richtlinien entwickelt, wo wir dann auch strenger darauf gucken im Verlauf, wenn ihr euch für die Gilde entscheidet und ihr durchkommt sozusagen, dass wir euch einladen, dass darauf auch halt einfach dann geachtet wird. Ja, da wird nicht an Tag 1 geguckt, ob du 500 Mio gespendet hast, so. Vorbildlich, wer es natürlich macht, Kappa. Aber ich sag mal, ab Level, wenn ein Spieler Level 100 ist und pro Levelstunde da schon ein guter Amount durchkommt, dass man, wenn man einen guten Tag hat und so, dass man da einfach mal 5 Mio am Tag oder sowas, wenn man halt viel spielt, da reinschmeißt. Ich glaube, das tut niemandem weh und gesammelt, ne, bei den ganzen Leuten, die ja aktiv spielen. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung dann halt für die Gilde aktive Spielen, weil wir als Gilde nicht wieder in die Situation kommen wollen, dass welche vorpreschen auf 160 und dann Wilds, in der Gilde macht keiner Wilds, alle anderen dümpeln bei 80 bis 140 irgendwo rum und der, ja, hier, was los, dachte, wir machen hier alle und machen Durchzieher
und dann kommt da keiner und so. Und deswegen versuchen wir das schon so alles zu gestalten und danach zu gucken und auch im späteren Verlauf zu sortieren, wer mit in die Gildendynamik halt mit reinpasst. So, auch wenn es eine Community-Gilde ist und wir versuchen viele mitzunehmen, müssen wir halt einfach gucken, dass das Gesamtkonstrukt miteinander als Gilde, dafür ist ja auch am Ende auch da, Content zusammengestalten, dass man das zusammengestalten kann. Ne? Und ja, das dann zum Thema Gildenspenden. Ansonsten so wie die letzten Jahre auch, denn Maximum sind 2 Charaktere pro Spieler. Also falls ihr irgendwann euch dazu entscheidet, ich wechsle jetzt die Klasse von Elementor auf Blade zum Beispiel, weil ich habe 2 LG-Äxte oder Bloody-Äxte gecraftet, jetzt also Bloody-Äxte gecraftet und jetzt will ich ein Blade machen. Kann man machen, einen Wechsel, aber dann muss halt dann natürlich dann dementsprechend ein Char halt gehen und dann andere halt nachgezogen werden und ja, allgemein natürlich aber auch nicht gerne und oft zu sehen dann, weil irgendwo bleiben die dann immer im unteren Levelbereich, wo kaum Content, sag ich mal, für die Gilde relevant ist und daher solltet ihr auch schon entschlossen sein, eine Klasse zu nehmen, dass man mal wechselt und so, kann man machen, aber sollte dann natürlich nicht dann auch wieder 2 Monate dauern, bis man dann wieder in den 120-Plus-Bereich reinkommt oder sowas, weil ja, jetzt ist ja Starthype vorbei und jetzt ist ja, muss ich auch arbeiten und so und geht ja nun mal nicht und ich muss auch mal so sehen, wir haben ja alle ein normales Leben und so, ich kann nicht die ganze Zeit zocken. Ja, wissen wir, aber ist eine Gilde lebt von aktiven Spielern und wenn welche halt nicht mehr besonders aktiv sind, man kann sich immer abmelden, man kann immer quatschen und sagen, ey, Sommer, 2 Wochen Urlaub, kein Thema, machen wir. Vielleicht wirst du im schlimmen Fall, besprechen wir, aus Not mal gekickt und dann später, weil neue Gildenlevel, neue aktive Spieler für mehr Gildenlevel gesorgt haben, wieder reingeholt. Ja, da muss man, sollte dann vielleicht kein Drama sein und so, aber das ist halt die letzten Jahre immer sehr, ja, es ist halt sehr turbulent, gerade die ersten 2, 3 Wochen, da schaltet sich ja dann relativ schnell, okay, wer Anfangshype und kein Bock mehr, was okay ist, so, aber man muss es dann halt, wir müssen es halt managen und wir müssen halt gucken, okay, viele Anfragen kommen rein, wir wollen oberen Bereich wieder weiter ausbauen und hier ist ein RM, den brauchen wir für Wilds und der hat Bock auf Gilde und so, kriegen wir den nicht rein, das ist halt wichtig für unsere Gildenkonstellation und okay, ja, voll, aber und der ist halt vielleicht schon seit 4 Tagen nicht mehr online gekommen, hat sich irgendwie gar nicht abgemeldet, wird halt rausgekickt, so, ne, ist, finde ich, eigentlich selbsterklärend. Aber manchmal, bekommen manche es, finden sich auf den falschen Schlips getreten oder so. Am Anfang, die ersten Wochen oder ersten Tage nicht wundern, machen wir erstmal Main Character und der Ringmaster wird zum späteren Zeitpunkt bei Bedarf für Clockworks und sowas, weil man dann zu zweit natürlich reingehen möchte. Clockworks zu farmen ist ganz klar, müssen wir nur abquatschen und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber die ersten Tage würde ich sagen, um mehr Leute gleich reinzuholen, die gleich Questies und Geld spenden und wir schnell mehr Platz machen, forcieren wir erstmal ein bisschen, dass nur die Main Characters reinkommen und die Ringmaster erstmal alle draußen bleiben. Außer vielleicht meiner, weil ich bin der Streamer und ich darf das. Aber dass ich halt, falls ich irgendwas irgendwie mit Lieder hin und her schicken, irgendwie meinen eigenen Charakter habe oder sowas, ja, gibt es ein paar vielleicht, die in Ringmaster mit rein können, aber so für die große Allgemeinheit erstmal nur der Main Character, das ist alles schnell erstmal Richtung Level, ja, 105er Gear ist ja meistens dann die Schwelle, wo man in den CW reingehen kann für einen Solo-Run. Ist klar, dass dann jeder sein RM mit rein haben will. Machen wir auch so, werden wir auch so zur Verfügung stellen. Aber wir werden trotzdem erstmal machen, dass nur die Main-Characters reingehen, um schnell mehr Questies und Penner zu spenden, damit eben auch mehr Slots frei werden für die Ringmaster und für neue Leute. So, ne? Ja, also und dann einfach, wenn ihr Clockworks farmen wollt, das machen wir dann einfach mit Guildleader und Kingpin quatschen. Das wird alles kein Problem sein. Ich bin sowieso die ganze Zeit da und zocke wie ein dreckiger Suchti, der ich bin. Ansonsten komplett freigestellt von jetzt so Warten und den ganzen Aussortieren, welchen wir jetzt reinnehmen und so, sind Leute, die eine Call of Guild Member spenden. Ja, ist halt ganz klar, das wäre ermöglicht, dass allgemein mehr Leute mit reinkommen kann, hat sozusagen auf seinen Freifahrtschein in die Gilde einzutreten. Ermöglicht natürlich der Gilde halt dadurch auch mehr. Und das notieren wir dann einfach im Gildenfenster, dass wir dann wissen, okay, ja, der hat eine Scroll springen lassen und sowas, gerade wenn es dann danach geht, dann Leute wieder rauszusortieren, die weniger aktiv sind. Ja.
Ansonsten ist Aktivität, wird besonders zum Anfang groß geschrieben. Jeder, der mehr als 2 Tage inaktiv ist, ohne sich beim Guild-Lead oder an Kingpin abzumelden, wird vorerst gekickt, kann zum späteren Zeitpunkt wieder joinen. Genau, das ist halt einfach am Anfang. Ne, am Anfang ist es halt einfach wichtig, voranzukommen. Und wenn man in der Gilde schnell zusammenkommt, dann wird halt die Gilde auch einfach schneller größer, wird mehr gespendet. Wenn man 2 Tage inaktiv war, nichts irgendwie beigetragen hat, dann ist das halt auch blöd der Gilde gegenüber sozusagen. Und deswegen, ja, hier kleine Randnotiz, wie sagt jeder, wir haben alle Privatleben und es kann bei jedem auch mal irgendwas passieren, ja, und Flife ist nicht, für manche habe ich jedenfalls gehört, ist zwar komisch, dass ich das erwähnen muss, aber für manche ist Flife irgendwie nicht Leben, so, ne, und die haben irgendwie so ein richtiges Leben. Schön für die, nee, aber Spaß beiseite. Wenn irgendwas ist, dann einfach melden. Und wenn man gekickt wurde, ist das auch nicht schlimm. Ja, da soll man sich dann nicht irgendwie jetzt beleidigt fühlen. Es ist, man kann dann immer noch mal mit uns quatschen und hier und guck mal und da war das und das. Muss man noch nicht mal jetzt Privatleben irgendwie groß ausrollen oder so. Kriegt man alles wieder hin. Ja, es ist keine verschlossene Tür oder sowas, denn nur wird es halt in 99% der Fälle sein, wenn die halt schon 2 Tage nach den ersten 1, 2 Wochen nicht mehr online waren, ohne sich abzumelden. Es ist in 99% der Fälle so, dass die halt auch nicht mehr sich großartig einloggen und mitspielen. Und um andere aktive Leute natürlich mit reinzuholen und das untereinander im Chatten, Discord quatschen und so, dass das natürlich aufblüht und eine Atmosphäre da ist und alle langfristig Bock haben, ist es natürlich umso geiler, wenn wir da mehr aktive Leute drin haben. Miteinander, wir verfolgen alle unsere eigenen individuellen Ziele, das ist klar. Allerdings bilden wir als Gilde eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützen kann und soll. Solltet ihr gerade zu Beginn des FWC Items droppen, die sich großer Beliebtheit erfreuen, damit einen gewissen Wert besitzen, fragt im Gilden-Chat, egal ob in-game oder auf den Discord, ob jemand dafür Verwendung hat, einigt euch auf den Preis, mit beide leben können und somit die Gilde voranzubringen. Ist keine zwingende Vorschrift, ist erwünschenswert. Wir hatten drüber diskutiert, ob wir ja sowas wie eine Regel machen, an der man sich orientieren oder halten kann, muss, haben uns aber dagegen entschieden, weil ich selber persönlich auch schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, weil gerade als Streamer ist es halt oft so, ja, ich mache dann irgendwie Red Meteor Runs und sowas alles und Leute, die sich sonst nie engagiert haben, auch wieder geguckt haben, nie Beteiligung gemacht haben, was irgendwie Spenden betrifft, die du sonst nie gehört hast, sind dann aber die ersten, wenn eine Bloody Axe droppt, die schreien, ja, ist zwar 800 Neo wert, aber guck mal, ich bin ja Gilde und ich bin schon Level 94 und ich brauche die unbedingt und ist zwar 800 Mio wert, aber ist ja, wir sind ja Gilde und 400 Mio habe ich gerade nur und naja, und in deinem Inventar sind ja auch 2 Milliarden und du bist ja der reiche Streamer und so und weißt du, und da bin ich halt auch überhaupt gar kein Fan drauf, weil, ja, wir finden, man kann ja zum Beispiel auktionieren, schauten, hey, ich verkaufe und man kriegt dann schnell ein Bild von dem, was die Leute so sagen, einer sagt 800 Mio, der nächste shoutet 800, der nächste schreibt noch 850 Mio. Oder kann man ja sagen, okay, hier Marktpreis scheint so zu sein. So, du hast jetzt die Chance, hier intern die Gilde, dass ich dir das jetzt so verkaufe für den Marktpreis. Möchtest du, wenn man noch gut gelaunt ist oder so, sagt man halt einfach, okay, ich ziehe nochmal 10% ab. Also ich mache dann irgendwie nochmal 80, 50 Mio runter oder sowas. Kann ich mit leben. Mit dir, du hast, oder, na gut, wahrscheinlich wird es nicht die Situation sein, dass man dann sagen kann, du hast mir schon bei einer Gig-Quest geholfen oder sowas, denn, oder einen Lord Naga zu killen oder sowas, ne, aber ist vielleicht ein Geben und Nehmen und wenn man jetzt sagt, sieht dann vielleicht nochmal eine Gildenspende, Beteiligung, ja, der Dude ist da und sowas alles, aber am Ende selbst überlassen, man kann mal drüber nachdenken, so, ne, Gilde, aber keiner muss schenken, keiner muss hier irgendwie 50% Rabatt oder sowas. Also werde ich selber nicht machen, weil ich dann auch nicht sage, okay, ich butter irgendwie das und das an Geld rein, um einer der Ersten zu sein und wertvolle Items zu droppen, die mich dann vielleicht auch hoffentlich wieder ein bisschen refinanzieren und mein Tempo halt boosten, um dann aber die Drops, die ich bekomme, dann irgendwie für ein Apfel und ein Ei dann wegzugeben, weil ja, ist ja Gilde, aber sonst hörst du nie was von dem Dude und 5 Tage später ist er geliefert. So, ne? Ist ja nun mal so, oft.
Top-Up im Bewerbungsformular fragen wir euch, ob und wenn ja, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Wir machen das, um einen groben Überblick zu bekommen, wer sehr ambitioniert ist und mit wem man relativ zeitnah für Dungeon Runs planen kann. Donaten ist kein Muss. Es dient einzig den obergenannten Zweck. Auch als Free-to-Play kann man schnell vorankommen. Steht also keinerlei Ausschlusskriterium da. Kappa. Ja, es ist so wie letztes Jahr, ne? Hatten wir einen Knight, vorgeprescht wie Sau. Einer, glaube Top 5 Knights, einer der ersten 160, ja, wollte den Dungeon Runs total heiß, total geil drauf. Ja, aber hat halt nicht viele in diesem Ausmaß mitgezogen. So, ne? War sauer, war enttäuscht sozusagen, ja, war nicht genug hinterher. Ja, und ist dann auch gequittet. So. Wir gucken dann schon, ne, dass so irgendwo ein gewisser Rahmen entsteht, wo man entweder sagen kann, okay, man lässt die alle so halt mehr rein, oder man sagt, ja, bist du dir sicher so, weil wir können vielleicht diesen Rahmen nicht bieten, dann da mitzugehen oder sowas für Early Dungeon Runs. Aber wir werden es natürlich versuchen, weil ich selber einer bin, der schnell vorankommen möchte dieses Jahr wieder im Vergleich zum letzten Jahr. Und daher werden wir dann schon bevorzugt, ist halt nun mal leider so, dann gucken, dass die Gilde an sich zusammen gut wächst. Es heißt nicht, dass jetzt irgendwer, der Free-to-Play jetzt ist und viel spielt oder sowas, dann da nicht mit reinkommt. Das ist totaler Quatsch. Wir strukturieren natürlich nur wer, sag ich mal, dann eher Vorrang hat und er eine Invite bekommt und er eben, es ist ja nun mal halt auch so, eine hohe Beteiligung dann wahrscheinlich bekommt, weil besseres, schnelles, höheres Equip, bessere, schnellere, mehr Questies, die mehr EXP der Gilde geben, mehr Slots wieder freischalten, um wieder mehr Leute reinzuholen, die dann vielleicht auch, sag ich mal, mehr casual unterwegs sind. Ja, das muss man halt einfach mit einbeziehen. Wissen wir, ist halt immer doof so mit, ja, nur weil er mehr Geld zahlt, ist er dann Vorzüge. Bietet aber halt auch für die Gilde einfach einen gewissen Mehrwert. So. Ist halt leider so. Ja, also bringt ja auch wieder mehr Platz, als wenn du jetzt halt mehr Free-to-Play-Casuals, ich will allen Anschluss geben, weil ich weiß, meine Verantwortung gegenüber, Mann, ich spuck hier mein Mikrofon nebenbei voll, meine Verantwortung gegenüber viele Leute, die ja nicht auf dem Main-Server spielen, die nicht jeden Tag live spielen, sondern nur zu bestimmten Zeiten, wie Season-Server, FWC, suchen dann Anschluss in Gruppen und der Streamer, der da ein paar Videos und sowas macht, ist ganz nett, ist ganz cool und da kann man sich mit ranhängen, aber ich will jetzt nicht gleich alles rausballern und sowas alles. Verstehe ich vollkommen und ich will auch dem so gerecht werden, dass man Anschluss findet und jedes Jahr entsteht da auch richtig coole Dynamiken und die Leute schreiben miteinander und haben Spaß und haben nette Erinnerungen und fragen mich ja deswegen auch jedes Jahr, wieder eine neue Community-Gilde zu machen und deswegen habe ich mich auch entschieden, dann eine Community-Gilde zu machen, wieder mal, auch wenn es die letzten Jahre dann manchmal halt eher auch viel Stress war und Belastung und nebenbei noch genervt hat und sowas. Aber wir müssen natürlich gucken, dass das Gesamtkonstrukt eben auch aus den letzten Jahren halt irgendwie besser funktioniert und da ist halt Top-Up nun mal in der Bewerbungsumfrage ein Aspekt, der berücksichtigt wird und das wollte ich hier einfach jetzt nochmal ein bisschen erläutern. Ja, Scroll of Guild Member, sollte es keinen Platz zum Zeitpunkt eurer Bewerbung geben, könnt ihr dies unten nachlesen. In diesem Fall könnt ihr dennoch mit Hilfe eines Scroll of Guild Member joinen. Kostenpflichtig in Klammern, ja, dafür bezahlt man in F-Coins. Oder man kauft sich das Ingame. Ja, sollte hier nur nochmal erwähnt werden. Ansonsten wichtig, worauf wir dieses Jahr auch achten, weil letztes Jahr waren auffällig im hohen Bereich auffällig viele Jester gewesen, womit man dann auch in Dungeons irgendwie nicht so viel anfangen kann. Ja, werden wir halt dieses Jahr auch ein bisschen drauf achten, okay, was haben die Leute vor, welche Klassen wollen sie spielen und sowas alles, um einfach zu sagen, ey, ja, Ringmaster, Templar, Arcanist, Mentalist, Schlüsselklassen, brauchen wir einen sicheren Amount einfach, die mit dabei sind und sowas alles, das war nicht wieder mit, weiß ich nicht, ein Knight und 8 Chester oder sowas dann vor den Toren von Wilds oder so oder Behemoth da stehen, ne? Also in Bezug halt auf viele bestimmte Sachen wird dann halt auch geguckt, wer kann rein und wer nicht. Wie gesagt, es ist jetzt nicht nur, wer am meisten paid, der rein darf und so, sondern wir gucken halt schon, dass das Gesamtkonstrukt der Gilde und das, was an Gilden-Content da ist,
dass wir das irgendwie halt hinkriegen dann auch so, ne? Dass dann niemand irgendwie enttäuscht ist und so, weil ja irgendwie dann nur 8 Jester und ein Knight irgendwie im 160er-Bereich sind und ja, was willst du machen halt? Genau. Wir bitten allerdings davon abzusehen, zu häufig die Klasse und damit den Gen-Charakter zu wechseln. Das hatten wir vorhin schon erwähnt. Ansonsten Nickname bitte euren Server-Nickname nutzen. Anmerkung: Wir sind uns im Klaren, dass letztes Jahr nicht alles ideal lief. Keine Gilden-internen Dungeon Runs, wenig Kommunikation resultierten in Gilden-Leaves, Quitten oder einfach nur generelle Inaktivität. Die im Bewerbungsformular gestellten Fragen sollen dazu dienen, dieses Jahr etwas mehr Struktur und Klarheit in Bezug auf mögliche Dungeon-Gruppen und allgemeine Gilden-Aktivität von Anfang an zu haben. Es ist nicht final relevant. Ja, bababab. Jeder ist willkommen. Und wir versuchen auch so viele Plätze wie möglich frei zu machen, eben halt mit diesem Konstrukt an Regeln. Ansonsten haben wir hier noch, ja, Fragen dann, wie lautet dein Name, Discord-Name, aktiv, wie viel glüht die Kreditkarte, wichtig und richtig, möchtest du Call of Guild-Member beisteuern, ist kostenpflichtig, kann man aber, könnt ihr auch erstmal Nein machen und im späteren, je nachdem wie wichtig euch das ist, dann kann man mal machen. Ansonsten ist hier die Main-Klassen als Search-Job dann aufgelistet und das könnt ihr dann absenden.